Kumpel? Zu klein. Ah. Er sieht aus wie ein Opa. Ja, Peter hat mich total erschreckt, weil er plötzlich gesagt hat, oh, da ist eine Spinne auf meiner Seite. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und einer neuen Woche. Und einer neuen Woche, ja, genau. Und da jetzt unser Aufenthalt hier wieder mal zwangsweise etwas verlängert wurde, versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen. Und wir versuchen da so ein paar Sachen hier uns in der Gegend anzugucken. Und wohin hast du uns jetzt entführt? Wir gehen jetzt in eine historische Stadt von Tilba. Da gibt es ja ein historisches Town Center, ein National Trust sogar. Und da gehen wir jetzt mal gucken, wie es da aussieht. Whisky, Bier, Cocktails, Live Music. Sweet Water. Okay. Da würde ich mir auch noch einen Ford kaufen. Oh. Mal da. Schickes Haus, wa? Bed and Breakfast. Ich meine mal davon abgesehen, dass hier alles modern eingerichtet ist, aber der Boden, der sieht echt alt aus. Guck mal hier reingucken. Jesus. Das ist eine Menge Leder, ha? Steht hier aber irgendwie nicht. Der passt doch nicht ganz. Wieso? Also nicht, steht hier irgendwie nicht. Zu klein. Ah. Er sieht aus wie ein Opa. Ist zu groß. Ist zu groß? Aber sieht doch ja nicht hässlich aus. Vielleicht muss ein bisschen tiefer vorne ziehen. Ah ja, ist ja. Okay. Da wollten die Amerikaner ja den Namen streitig machen, ne? Die Agwood? Ja, da gab es irgendeine Firma, glaube ich, in Amerika oder sowas, irgendwo, die irgendwie wegen dem Ag oder mit Ugly oder sonst irgendwas, denen das streitig machen wollten. Alleine schon dafür müsste man ein paar australische kaufen. Die sollen ja super sein, die Dinge angeblich. Oh, guck mal, das ist schon toasty von drinne. Meine Frau würde sich da bestimmt super wohl drin fühlen. Kein Kuchen. Nee, ist zu. Ist leider geschlossen. Ach, guck mal, auch hier. Sieht aus wie Original Boden wieder. Ich finde es schön. Das ist so richtig eine geschichtlich wertvolle kleine Stadt im Grunde genommen. Und ich finde es gut, dass die das so auch so weitestgehend erhalten und nicht irgendwie abreißen oder Du hast ein modernes Geschäft gesehen und das war, glaube ich, da drüben, das war sowas wie ein Schmuckladen. Ja. Alle anderen sind so mit Stoffe, handgemachte Sachen, Kerzen und so ein Zeug alles. Ja. Ist zwar nicht das, was wir kaufen, aber das ist das Zeug, was von der Atmosphäre hier reinpasst. Passt, genau. Und das haben sie gut hingekriegt, die Mischung, ja. Und was ich auch gesehen habe bei einigen Häusern, die haben dann halt draußen so ein Schildchen dran, wann es gebaut wurde. Und die meisten Häuser, die hier direkt an der Hauptstraße stehen, die waren ursprünglich alle Wohnhäuser und die haben sie halt jetzt alle umgemodelt zu Shops. Und ich finde es eigentlich gut.
Frontier und Co., ein Tattoo-Shop. Heike hat gerade gesagt, sie hätte gerne ein Schmetterlingstattoo auf den Po, aber sie kann sich dann irgendwie doch nicht so ganz durchringen. Ja, alles klar. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt fahren wir in die Werkstatt. Stellen den Caravan vor die Tür, damit wir da die Zeit drin verbringen können. Und dann lassen wir unser Auto reparieren. Und danach geht es dann nach? Verrate ich nicht. Okay. Bretterbrücke? Ich habe keine Ahnung, kann sein. Sieht fast so aus, ja? Aha. Das Auto ist jetzt fertig und wir sind jetzt losgefahren und es ist... Um 4 Uhr sind wir ungefähr losgekommen. Gedacht haben wir, wir schaffen es um 2. Aber war denn nichts. Ja. Die Teile sind ein bisschen später gekommen, dann hat noch ein Teil gefehlt. Dann war er so gegen halb 3, viertel 3 war das Auto dann fertig und hat er mir gesagt, der kommt gleich runter von der Bühne. Dann haben sie den Ölwechsel vergessen, dann mussten sie den noch mal schnell machen. Dann sind sie auf eine Probefahrt gefahren und nach der Probefahrt sind sie dann hinten wieder in die Werkstatt reingefahren. Da habe ich schon gesagt, ups. Da haben sie dann wahrscheinlich noch mal Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Dann sind sie zum 3. Mal raus, wieder auf eine Probefahrt, die war diesmal ein bisschen länger. Und dann sind sie gleich wieder komplett bis hinten in die Werkstatt rein. Da habe ich gedacht, ups, again. Da wo es aussieht, so ein Abschirmblech in der Bremse hinten für die Handbremse verbogen und das hat geschliffen. Jetzt mussten sie im Prinzip das ganze rechte Hinterrad noch mal komplett runternehmen. Mit Bremsscheibe, Dingens mit allem drum und dran, mussten das Ding gerade biegen und dann wieder alles zusammenbauen. Aber dem Werkstattbesitzer selber kann man nichts vorwerfen. Der hat uns reingequetscht, der hat es gemacht, die Teile besorgt, auch das fehlende Teil heute noch persönlich abgeholt. Also war super. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass jetzt alles gut ist. Jetzt haben wir wenigstens wieder, Bremsen sind jetzt alle vernünftig, alles komplett neu rundherum. Ölwechsel haben sie jetzt auch gemacht. Ja, und jetzt ist es halt 2 Stunden später geworden. Also werden wir wahrscheinlich, ich schätze mal, zwischen 8 und 9 erst ankommen, wo wir hinwollen. Ursprünglich war es ja auch geplant gewesen, dass wir schon am Freitag losfahren und Freitag, spätestens Samstag. Ne? und unser Endziel sozusagen in 2 Etappen machen. Naja, ist halt anders gelaufen, aber wenigstens ist jetzt das Auto wieder sicher. Und damit sind wir in Canberra. Canberra? Das ist so ein Ding, das müssen wir fragen, Okay. wie das korrekt jetzt ist. Nein. Ist es Canberra oder Canberra? Weiß, Dean hat sich über uns lustig gemacht, wenn wir Canberra gesagt haben. Den kann ich mitreden, der fährt einen BT50. Und wie fühlt es sich an, in Canberra zu sein? Ich sehe es ja noch nicht mal. Ja, irgendwie habe ich mir die Hauptstadt von Australien auch ein bisschen anders vorgestellt. Die anderen Leitungen scheinen ihnen alle nicht zu gefallen. Wir sind gestern Abend ziemlich spät hier angekommen und es hat die ganze Zeit geregnet. Und wir waren eigentlich froh, dass wir dann ins Bett gekommen sind. Und heute beginnt unser erster Tag in Canberra.
Als erstes machen wir uns erstmal hier ein bisschen vertraut mit dem Zeltplatz. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo ein Informationscenter finden. Irgendwelche anderen Pläne für heute? Ich weiß nicht, ob wir shoppen gehen müssen, waschen müssen wir. Und sagt, das gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Anmelden müssen wir uns noch und dann Pläne machen. Sagt, ich habe 2 Sachen, die ich mir auf jeden Fall gerne angucken möchte. Hier in Canberra, theoretisch 3. Mal gucken, wie wir die in welcher Reihenfolge reinkriegen. Jetzt sind wir am Regatta Point und hier ist das Informationscenter und da hüpfen wir jetzt aber rein. Und wir können von hier aus sogar schon das Parlamenthaus im Nebel erkennen. Ja, aber dadurch, dass das Wetter natürlich heute so diesig ist, sieht man natürlich nicht viel, aber wir sehen das Parlamenthaus, kannst du sehen, ja? Ja, kannst du sehen, direkt hinter der Fontäne. Springbrunnen siehst du sogar, ist relativ wenig Wind heute, der geht relativ gut nach oben. Ne? Ja. Das hat es so Besonderes mit der Fontäne auf sich. Ist halt wahnsinnig hoch. Wo gibt's? Ich glaube in Hannover oder so gibt es, glaube ich, auch so eine Riesenfontäne. Weiß ich nicht, in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht, ob das Hannover war. Da haben sie auch in so einem See so eine Riesenfontäne, aber ich glaube, die ist hier, glaube ich, ein bisschen höher. Aber wie gesagt, es sieht irgendwie, ich finde, es sieht schon wahnsinnig interessant aus, gerade weil halt kein Wind ist. Normalerweise siehst du das Ding selten, dass es so komplett gerade hoch geht. Die Aborigine nannten dieses Land Canberra und das heißt Meeting Point. Passt ja auf. Wir wollen heute das Kind aus uns wieder rauslassen. Wir gehen zum Clustercon. Und das ist ein Zentrum, wo Wissenschaft zum Anfassen und zum Erleben ist. Ja, viele Schulklassen machen hier sogar Ausflüge hin. Ja. Aber sagt auch für Erwachsene ist halt, naja, bei sowas ist man dann doch halt immer wieder ein bisschen das Kind. Und wenn wir schon hier sind, lassen wir uns das nicht entgehen. Und alles hier kann man anfassen. Kannst du auf der anderen Seite dich mal reinstellen? Wo? Auf der anderen Seite. Ich kann dich nicht sehen. Hast du mich gesehen? Nee, Jetzt kannst du mich sehen. jetzt kann ich dich sehen alle. Ah ja, ha, jetzt kann ich dich sehen. Jetzt kann ich dich aber nicht sehen. Ach, jetzt. Jetzt kann ich mich wiedersehen. Natural Background Radiation, also die natürliche Hintergrundstrahlung. Und je nachdem, was du für Teilchen hast, machen die andere Spuren. Periodensystem der Elemente. Ja, mal anders, ne?
Wie war's? Ich fand's gut. Es war lustig. Verspielt, ja? Ja, für uns schon, ja. Wenn die Rentner ins Science-Museum gehen. Science-Museum ins gehen. Wissenschaftsmuseum Also ist gehen, das eigentlich für die Kinder gedacht, aber super toll. Also riesengroße Empfehlung, muss man reingehen, muss man gesehen haben. Ist richtig klasse, richtig für die Kinder gemacht. Ja. Wir haben uns nachher noch eine Feuershow angeguckt, so mit ein paar chemischen Experimenten, so übers Feuer mit dem Dings. Alles im Preis mit drin. Also ja, wer mit Kindern hier in der Nähe ist, auf jeden Fall hingehen. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir uns ein bisschen Geld holen. Geld holen? Ja, mal gucken. Okay. Jetzt hin? Wir gehen jetzt in die König Australische Münzprägeanstalt. Ja, die haben für den Publikumsverkehr offen. Ja. Die Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Sondermünzen zu kaufen? ein paar freie Samples. Ach, glaube ich nicht, dass du freie Samples kriegst, aber zumindest vielleicht kannst du da ein paar Sondermünzen erwerben. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Ja. Ja, alles Münzen, alles verschiedene Münzen. Und wie viele Münzen sind in dem Kunstwerk? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Man sagt, was steht hier? Am 14. Februar 1966 haben sie zur Dezimal-Currency-Währung dann gewechselt. Das waren dann die alten, ne? Sein? Weil es noch Pfund ist. Ja. Sollte man nicht glauben, dass es so viel Geschichte gibt, ha? Hologramm oder die haben dann farbige Münzen. Mit Bildern drauf, ja. Ja. Guck mal, das sind die Alphabetdinger. Kommen die nicht jedes Jahr neu raus irgendwie? Most Iconic Animal auf den Münzen. Hier gibt es eine 30-Dollar-Münze. Die ist aber riesig, ja? Ja. Wenn 2019. man mal so, gut, den Finger so daneben hält. Na gut, da ist noch eine Glaswand dazwischen, aber die ist ja riesig. Hier werden deine Münzen gemacht. Münzpresse von 1863. Und die ist benutzt worden in Melbourne, in der Pflegestelle in Melbourne. Original angetrieben mit einer Dampfmaschine. Okay, wir machen jetzt unser eigenes Geld. Nicht nach Öl. Selbst. Selbstgemachtes Geld. Ja, Ein $1-Coin? ein Dollar-Coin, ja. Ja, und der $1-Coin hat jetzt gerade mal $3 gekostet. Ja. Und da ist Prinz Charles drauf auf einer Seite. Und 60, irgendwas mit 60. Packen wir jetzt erst Ja, das wieder ist rein. 60 Anniversary, also. Ja. Packen jetzt da rein, damit er nicht dreckig wird. Oh, ja. Muss Niki dann richten. Und normalerweise ist der jetzt ganz normales Zahlungsmittel. Das ist ein richtig Dingens. Okay. Dein Weihnachtsgeschenk, Niki.
blinder Passagier. Ja, Peter hat mich total erschreckt, weil er plötzlich gesagt hat, oh, da ist eine Spinne auf meiner Seite. Sagt sie, der macht doch erst mal das Fenster zu, bevor sie reinkrabbelt. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich durfte heute auf einen Berg. Ja, auch nur weil du gefahren bist. Ich bin nicht gefahren, ich wurde gefahren. Ja. Und wir sind jeweils hier oben, weil man von hier aus Direkt einen schnurgeraden Blick hat. Deshalb haben sie das damals, glaube ich, auch so ausgerichtet und die Plattform hier gebaut. okay. Und jetzt hast du praktisch einen schnurgeraden Aussicht aufs Parlament. Also ich hatte recht. Die haben ja schon früher gesagt, wo sie das Auswahlverfahren gemacht haben, was jetzt die Hauptstadt wird. Ein Punkt davon war von ihrem Antrag Nummer 29, diese Aussichtsplattform hier. Und dann haben sie ja schon gesagt, dass das Ding von den Aborigines auch Versammlungsplatz genannt wird, dass man hier praktisch überall eine freie Sicht hat und dass das Ding praktisch dann auch genau so ausgerichtet wurde, dass man von hier aus dann im Prinzip genau auf das Parlament drauf gucken kann. Und du stehst jetzt praktisch genau in der Fluchtlinie. Und von hier kann man so richtig so ein bisschen die Architektur und die Auslage von der Stadt sehen, weil einiges ist ja so im Halbkreis angeordnet. Und so ein bisschen, da stehen jetzt leider ein paar große Bäume. Kannst du das an einigen von den Straßen, kannst du das noch gut sehen. Hier zeigen sie auch die Aufnahme von früher, bevor die Hauptstadt gebaut wurde, mit ein paar Notizen, die der Architekt gemacht hat. Und so sieht es heute aus. An dem Parlamentsgebäude sind wir ja schon vorbeigefahren. Groß anhalten kann man dann nicht, habe ich jedenfalls nicht gesehen. Aber laut Dokumente soll man da auch reingehen können. Also da müssten ja dann noch irgendwo Parkplätze sein. Wie gesagt, habe ich nichts gefunden, wo man anhalten kann. Wir sind einfach nur vorbeigefahren und haben ein paar schöne Bilder gemacht. Canberra abgehakt. Noch nicht ganz. Das letzte machen wir jetzt. Das letzte machen wir jetzt. Das müsste da unten sein. Ja. Das letzte, was noch auf unserer Liste steht, ganz oben. Da gehen wir jetzt hin. Und was machen wir jetzt mit der großen Spinne? Keine Ahnung, die lässt sich jetzt per Anhalter mitnehmen. Irgendeine Idee, was das für eine ist? Eine Huntsman? Ja, das ist aber wahrscheinlich noch eine relativ kleine, weil die war ungefähr bloß so groß. Machen wir jetzt Fenster auf oder nicht? Können wir machen, aber nur auf der Beifahrerseite. Nach Mount Ainslie sind wir jetzt auf dem Weg zum Australian War Memorial. Und was ich auf unserer Reise durch Australien festgestellt habe, dass in jeder noch so kleinen Ortschaft im Grunde genommen irgendwo ein Gedenkstein oder ein Obelisk oder irgend sowas dann halt da war, wo man dann halt den gefallenen Soldaten gedenkt. Ja. Wobei Axel sagt, es liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Ansicht an Soldaten hier in Australien ganz anders ist. Sagt, ja, das ist so hoch angesehen hier und es ist eine komplett andere Atmosphäre. Und das soll hier jetzt mit eines der schönsten und größten sein und besten, beeindrucksvollsten, die es in Australien gibt. Und da wir natürlich hier sind, lassen wir uns das Ding natürlich nicht entgehen. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja. Ich selber kann dazu natürlich nicht viel sagen Nee. mit dem Dingens, aber die Gefühle, die man dabei hat, wenn man sich das anguckt, wie viele Leute da extra im Prinzip für einen gestorben sind, gibt einen doch so ein bisschen. Ja, diese War Memorials, also diese Gedenksteine, die stehen nicht nur einfach so rum, sondern jedes Jahr zum Anzac Day wird auch frühmorgens eine Mahnwache da abgehalten. Ja, war es so ein Dawn Service. Ja, genau. Wurde das gemacht. Zum Sonnenaufgang wird dann jedes Mal so ein Service abgehalten und sie sagt, in jeder fast noch so kleinen Ortschaft passiert es. Und das australienweit. Ja, das in ganz Australien, ja. Wir haben uns nach ein bisschen Diskussion dazu entschlossen, nicht viel Filmmaterial von dem War Memorial zu bringen. Einfach nur deswegen, weil es doch ein sehr ernstes und emotionales Thema ist. Und wir werden da dann ein extra Video draus machen. Ja, halt, ja, sensibel, ernst, emotional, ja. Wir wollen einfach nicht, dass so eine Sache wie das Gedenken an die Kriegstoten denn irgendwo untergeht in irgendwelchen Fun-Aktivitäten. Deshalb nehmen wir das ganz bewusst raus, was wir da gemacht haben. Und dann
wird es ein extra Segment, ja. Unsere Zeit in Canberra ist vorbei und wir waren auch noch auf dem Bauernmarkt gewesen und das war so richtig ein Bauernmarkt, wie man sich den vorstellt, mit viel Gemüse, mit viel Brot, mit viel Fleisch, Fisch und allem drum und dran. Viele Bilder haben wir davon nicht gemacht, weil er doch ziemlich dicht aneinander gestanden haben, die Stände, und weil sehr viele Leute da waren und deswegen... Ja, so ein bisschen aus Privacy-Gründen, weil wir wollen es nicht, dass immer zu viele Leute auf dem Filmmaterial sind. Und es war wirklich, es war so voll. Also man konnte gut laufen, es war okay, aber es war voll. Man hätte nicht irgendeinen Stand oder irgendwas filmen können, ohne dass wenigstens 30 Leute drauf gewesen wären. Aber trotzdem ein richtig schöner Bauernmarkt. Ja, der Markt war gut, war richtig klasse. Wir, wie gesagt, haben nur kein Filmmaterial, weil wir das nicht so gerne machen. Ja. Und, ja. Ansonsten war es das jetzt. Ja. Wir packen jetzt ein und machen uns auf dem Weg zurück nach Melbourne für mein Untersuchung? Für meine Untersuchung, danke, ja. Und ja, mal sehen, was wir da für den Weg alles so erleben, oder? Okay, hängen wir den Karawan an und dann geht's los. Okay. Als letztes bedanken wir uns dann noch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auch nächste Woche nicht verpasst. Also, bis dann. Tschüss. Bye.